Servus Freunde, heute packen wir den Leotoys 144001 aus. Viel Spaß! Eins vorne ab, dieses Auto ist schon ausgepackt und ich tue es nur noch mal re-unboxen. Ich habe dieses Auto nämlich meinem Bruder hier geschenkt und wir sind auch vorhin schon einmal gefahren. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an, dieses Auto auszupacken. Viel Spaß! Nehmen wir mal den Karton hier ab und tatsächlich, wir haben hier Makerfire Sticker mitgeliefert bekommen. Was ich sehr cool finde, die waren kostenlos mit dabei. Nordheim ist auch bestellt. Mit meinem Rabattcode Fantastisch bekommt ihr ein bisschen Rabatt drauf. Ich verlinke es euch einfach mal in die Videobeschreibung. Aber kommen wir jetzt zum spannenden Teil. Hier ist einmal die Bedienungsanleitung, ein Aufladegerät, was denke ich sehr langsam ist. Und eben ein kleiner Schlüssel für eure Schrauben. Und hier ist dann auch schon das Auto drin. Ich würde sagen, hier, ich packe das hier mal aus. Also ich habe es so eingepackt, wie es auch am Anfang gewesen ist, deswegen sieht schon sehr genau eigentlich. Und geben wir das gute Stück einmal hier raus. Und es sieht wirklich sehr cool aus, also es gefällt mir sehr gut. Ich habe mir hier mal meinen Spektrum 3S Akku hinzugeholt, damit ihr ungefähr einen wisst, wie groß dieses Auto ungefähr ist. Das ist nämlich ein 1:14 Modell und ich halte einfach mal hier meinen Akku daneben hin. Es sind eigentlich ungefähr 2 Spektrum-Akkus mit 5000 mAh. Es ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber es ist auch nicht klein. Also ich finde, es ist okay. Es gibt noch einen 1:10er und 1:12er. Der 1:10er ist erst kürzlich erschienen und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Nur ich habe gehört, dass dieser ein wenig langsamer ist. Dieses Auto soll nämlich 60 km/h fahren und wenn ihr bedenkt, dass mein Absina ASB 1BL für ungefähr, glaube ich, 240 €, der fährt auch 60 km/h mit Bosch, das aber. Wenn der hier wirklich 60 km/h fährt, das wäre schon verdammt geil. Außerdem haben wir in der Verpackung natürlich noch eine Fernbedienung, das sollte es auch anders sein. Die ist in diesem weißen Karton hier verpackt. Ich nehme das Stück einmal raus. Mehr ist auch nicht drinnen. Und ja, so sieht die Fernbedienung hier aus. Wir haben schon Batterien reingetan. Wie gesagt, das Auto gehört meinem Bruder, ich habe es ihm geschenkt. Und zur Fernbedienung selber, sie sieht cool aus. Gefällt mir gut vom Aufbau her. Ich finde, sie wirkt nicht ganz so hochwertig und fühlt sich auch nicht mega hochwertig an. Das muss sie aber für diesen Preis noch nicht. Es wurde, denke ich, an der Fernbedienung ein wenig gespart. Dafür bin ich an anderen Dingen, dazu komme ich gleich noch. Weil das Auto hat schon so ein paar Sachen, das ist schon sehr, sehr cool, was es für diese Preisklasse hier besitzt. Die Fernbedienung liegt gut in der Hand, man kann das hier gut bewegen, kann das sogar hier so fahren, was ich sehr cool und wichtig finde zum Fahren. Hier oben noch so ein Henkel, was ich ganz cool finde, aber weiter ist es auch nichts Besonderes, es glänzt hier halt noch so und ja, das war es eigentlich an der Fernbedienung. Kommen wir aber zum spannenderen Teil, nämlich dem Fahrzeug. Ich würde erstmal bei den Federn hier anfangen. Und zwar sind es nämlich Ölfedern, was wirklich sehr, sehr cool ist für diesen Preis. Also das muss ich echt mal hervorheben. So was kriegst du meistens nicht für so einen Preis. Und machen wir hier immer den Test. Das Auto kommt nicht auf, auch von so einer Höhe nicht. Die Federn sind sehr, sehr gut, finde ich. Also das sind nicht die besten, aber sie sind definitiv gut. Machen wir das Auto einmal hier auf. Es gibt 2 Klammern, mit denen es befestigt ist. Und daran sehen wir auch schon, warum dieses Auto vermutlich 60 km/h fährt. Schaut euch diesen verdammt riesigen Brush-Motor an. Der ist auch ziemlich schwer. Hier oben sehen wir noch unser ESC mit Kühlkörpern. Wir sind vorhin schon mal gefahren und es wurde sehr heiß nach kurzer Zeit. Aber es hat sich sehr schnell wieder beruhigt. Das war jetzt keine große Sache. An der Seite haben wir hier noch unseren Akku. Dieser ist 1500 mAh groß. Ist eine gute Größe eigentlich. 2S natürlich. Ist jetzt kein Weltwunder von der Größe her, ist normal, denke ich. Der Boxing 16889, der hat ja auch 1500 mAh drinnen. Was fällt mir hier noch auf? Hier ist Metall, hier hinten. Die Federn sind natürlich aus Metall und besonders die Unterbodenplatte, die ist auch aus Metall oder Aluminium. Auch sehr ungewöhnlich für diese Fahrzeugklasse. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, an der Fernbedienung wurde wahrscheinlich etwas gespart, aber nicht ohne Grund. Metall gibt es sonst eigentlich in den höheren Fahrzeugklassen. Hier ist auch alles aus schönem Metall und hier ist was aus Metall. Damit ihr eine kleine Orientierung habt, meine arme Backup für 360 € hat hier unten keine Metallplatte. Hat auch sonst manche Teile nur in Plastik. Ob dieses Metall jetzt besser ist als Plastik, sei mal dahingestellt, aber es ist hier zumindest verbaut. Wir haben hier oben noch einen coolen Heckspoiler, der ist schon vormontiert. Es scheint sehr robust zu sein, also das ist, denke ich, sehr gut gemacht. Mal schauen, ob man Videos machen kann.
ja, man kann Wheelies machen. Ja, es fühlt sich ja alles sehr gut eigentlich an. Das Auto ist sehr gut verbaut. Und machen wir noch einmal die Karosserie drauf. Hier mal die Klammern drauf hinmachen. Es gibt zwei verschiedene Farben. Es gibt den hier in Rot und in Grün. Wir haben ihn in Rot genommen. Diese Farbe hat meinem Bruder einfach besser gefallen. Und das sieht schon ziemlich geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich halte es mal in die Kamera rein. Das sieht schon wirklich sehr gut aus, auch mit der Fernbedienung hier so in Kombination. Sieht schon gut aus, also es gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben hier viele Schriften draufstehen. Die Reifen, ja, das sind jetzt, denke ich, eher normale Reifen. Ohne Felge hier aber, vielleicht damit es noch schneller fährt, keine Ahnung. Aber ansonsten, wie gesagt, hier ist noch die Bedienungsanleitung. Unbedingt durchlesen. Und das war es eigentlich schon von diesem Auto. Mir gefällt das Auto ziemlich gut. Es wird auf diesem Kanal auf alle Fälle noch ein Review geben und geile Bashing-Sessions. Freut euch also schon mal darauf. Abonniert auch gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Mein erster Eindruck zu dem Auto ist, es fährt sich wirklich sehr, sehr geil und ich glaube, er fährt tatsächlich 60 km/h. Noch ein kurzer Nachtrag. Nach dem Unboxing haben wir einmal den Speedmesser auf den Wheelpress draufgepackt und wir konnten eine Höchstgeschwindigkeit von 57 km/h erreichen. Einen ausführlicheren Speedtest wird es natürlich noch auf meinem Kanal geben. Aber er fährt schon sehr schnell, also das ist wirklich sehr cool. Seid auf mein Review gespannt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.